Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute haben wir wieder ein tolles Format für euch. Ich bin hier mit dem Nico und wir raten heute die Duftnoten von Parfums. Let's go! Ja, also ich bin auch hier. Danke für die Einladung. Heute raten wir die Duftnoten von Parfums, oder? Ja. Das war von diesen hier, oder? Und ich würde sagen, wir zünden durch. Und zwar als ersten Duft haben wir hier von Canto V ein... Nee, aber jetzt nicht, dass die Leute jetzt hier auf deinem Channel sagen, oh, der ist übel unseriös. Ich werde jetzt seriös. Nein, lass. Nee, hab ich auch keine Lust drauf. Also wir starten hier als allererstes mit einem Parfum von Canto V, ja, und es heißt Stramonio. Das Parfum assoziiert man sehr stark auch mit Baccarat Rouge, wobei ich glaube, dass das hier als erstes da war und Baccarat Rouge danach entstanden ist. Dabei bin ich mir nicht so ganz sicher. Du kennst weder Baccarat Rouge noch das Parfum, richtig? Das ist eine korrekte Aussage. Okay, dann werden wir als erstes mal Wie heißt es nochmal? Stramonio. Stramonio. Okay. Genau. Du wirst es erstmal jetzt testen und ich werde dir die Duftbeschreibung von dem Hersteller vorlesen. Und dann, mal sehen, ob du herausfinden kannst, was da drin verwendet wurde. Also ich würde pauschal sagen, dass das ein Parfum ist, was dir gefällt. Extrait de Parfum Stramonio. Der gemeine oder weiße Stechapfel ist seit der Antike bekannt. Stramonium ist nicht nur ein starkes Gift, sondern darüber hinaus auch ein wirkungsvolles Halluzinogen und ein außerordentliches Aphrodisiakum. Klug eingesetzt konnte es Liebende unendlich Vergnügen bereiten und ihre Herzen beherrschen. Es sind überall so viele Farben. Das ist also wirklich, Guter Duft? es wirkt sehr halluzinogen. Du hast gesagt, das ist ein Duft, der mir sehr, sehr gut gefallen wird. Ich würde sagen, da ist Spaß drin für abends und so weiter. Er ist wirklich nicht schlecht. Ja. Ich müsste den jetzt auftragen, um dir zu sagen, dass er mir wirklich gut gefällt. Ich Was- finde, der ist schon In welche sehr süß. Süß ist er auf jeden Fall. In welche Richtung würdest du sagen, geht das von der Note her? Also zitrische Düfte können wir ausschließen. Die können wir auf jeden Fall ausschließen, ja. Genau. Es geht für mich eher in die beerige Richtung. Ja. Das heißt sowas wie Blautomate. Sowas wie Blaubeere oder sowas. Okay, Oder vielleicht auch sowas wie Himbeere. Ist es schon mal nicht, oder? Nee, also es ist ein bisschen kompliziert, man muss erstmal warm werden. Du warst nah dran, also wir haben hier drin als Kopfnote Jasmin, Nelke und Safran. Als Herznote Moschus, Vanille und Ambra. Das merkst du, was diesem ganzen Volumen gibt. Und dann haben wir als Basisnote Eichenmoos und roter Patchouli. Eichenmoos. Eichenmoos, ja, tatsächlich. Chili. Ja. Nee, also ich muss wirklich sagen, riecht auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ist ein toller Duft, liegt preislich, glaube ich, knapp unter 200 €, ist extrahiertes Eau de Parfum, also der Duftanteil ist nochmal höher und ist ein super Duft, den ich selber auch eigentlich ganz toll finde. Nehme ich. Ja, okay. Wir gehen als nächstes in eine ganz, ganz andere Richtung. Jetzt wird es sehr interessant und zwar geht es jetzt um Iris von Xerjoff Stone Label. Das ist so mit meine Lieblingsmarke. Xerjoff ist das Parfumhaus und die haben immer bei dieser Classic-Kollektion halt hier vorne drauf immer einen Stein. Oh, ja. der sieht sehr, sehr gut aus. Ja, ne, ist Malachit in dem Falle. Iris ist sehr, sehr schwierig zu extrahieren und Iris ist was genau? auch eine Blume. Und der Duft ist ein bisschen pudrig. Ich zeige ihn dir mal. Du bist der Erste, der ihn übrigens jemals jetzt so probiert hat vor der Kamera. Ich Okay. habe ihn auch erst vor kurzem bekommen. Herbert hatte mir ihn vorenthalten. Der Duft ist Luxus, wirklich. Also das ist so, erinnert mich einfach an wirklich Nadelstreifenanzug. Das ist so ein eleganter Duft. Ich glaube, jetzt dir gefällt er nicht so sehr. Der ist sehr frisch. Ich rieche eine leichte Note von Cognac raus. Oh, das muss ich mal überprüfen. Also irgendwas. Also ich zum Beispiel würde sagen, jeder, der die seifigen Prada-Düfte mag. Seifig ist eine gute Beschreibung dafür. Ne? Seifig. Seifig, blumig. Also so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, wie so ein frisches Frühlingsblumenbeet riechen Ja. soll, dann würde ich da reinriechen in das Blumenbeet und dann wäre das im Prinzip der Geruch von Blumenbeet. So würde ich das jetzt im Prinzip beschreiben. Ziemlich frisch. Und wenn mir jetzt jemand entgegnen würde, der diesen Duft tragen würde, würde ich denken,
Mir fällt nichts ein. Okay. Ja, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht, der Duft. Ich bringe mit dem Duft so dieses... Ich bin jetzt zum Beispiel gerade, wenn ich in Urlaub gehe, zum Beispiel nach Rhodos und dann so ein Blumenhemd, ne? So. Boah, das wär. Und dann so eine kurze Hose, Blumenhemd aber offen. Und dann dieser Duft, Das wird passen. haarige Brust. Ja. Man könnte fast sagen, dass er teilweise feminin ist, ne? Aber Also mittlerweile finde ich ganz ehrlich, die ganzen Düfte sind ja sowieso Uni, oder? ja, 100%. Und da, also zumindest die meisten, und da finde ich ehrlich gesagt, kann man jetzt kaum sagen, ob das jetzt ein Frauen- oder ein Herrenduft ist. Okay. Ich finde, er entwickelt sich auf der Haut immer noch ganz anders. Okay. Ja, ist ein sehr spannender Duft. Sollte man auf jeden Fall vorher testen, bevor man ihn kauft. Definitiv, ja. Ja. Deswegen auch an der Stelle, an jeden, der das Video hier sieht, auf gar keinen Fall kaufen. Vorerst, ja. Also mit der Aussage hast du jetzt gerade selber ins Bein Nein, geschossen. wirklich, das meine ich ernst. Nein, nicht, dass jemand was kauft und unzufrieden ist. Nee, aber man kann ja hier einen guten Eindruck geben, Ja, stimmt. wie der Duft riecht. Und wenn jemand sagt, er findet sich darin wieder, Ja, also wenn jemand ein Prada-Duft gefällt, dann wird er damit auch sehr happy sein. definitiv, dann kann er den im Prinzip bestellen. Aber Ja. nicht bei dir, sondern direkt bei Sergio. Machen wir nur weiter mit einer Marke, von denen du auch ein Parfum hast. Genau, und zwar Roberto Ugolini von meinem Freund Herbert Stricker, der hat die selber entwickelt. Du hast 17 Rosso. Herbert, Grüße gehen raus. Ja, und wir haben hier Oxford, ja. Kennst du das? Ich kenne von denen nur diesen roten. Sonst hast du keinen probiert? Nee. Also Oxford ist, sag ich mal, ein Parfum, was, denke ich, die meisten hätten daran Spaß. Das gefällt den meisten Leuten. Oxford, ja, wie der Schuh. Der passt ja jetzt, sag ich mal, erstmal von Universitätsstatus eher weniger zu mir. Nein, der Schuh ist gemeint. Ah, der Schuh ist gemeint. Der Schuh ist gemeint, ja. Verstehe. Finde ich Einsetzbarkeit, würde ich hier sagen, im Alltag, das ist ein Alltagsduft für mich, im Büro. Sehr maskuliner Duft. Ist ein guter Duft. Sehr, ne? sehr lecker. Ja. Nee, also der riecht echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ist jetzt Das nicht. Problem ist aber immer, wenn man die Düfte im ersten Moment riecht, es gibt dann so einen, der überzeugt mehr, einen, der überzeugt weniger. Ich glaube aber zum Beispiel, dass der hier, der Xerjoff, dass der mich bisher so am meisten abgeholt hat für dieses Aber der ist, frische schon, der ist Feeling. schon krass. Ja? Also ich meine, also wirklich, der Iris-Duft ist sehr anspruchsvoll. Dass der dir gefällt, wundert mich eigentlich. Der ist nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Was würdest du sagen, was da drin ist? Hast du irgend so eine Idee? Erkennst du irgendwelche Sachen wieder oder nicht wieder? Es ist super schwer. Er ne? hat so was, es hört sich jetzt dumm an, aber so was Eukalyptus-mäßiges. War wahrscheinlich falsch, aber es geht so in diese Das Mint-Richtung irgendwie so. Ich glaube, leicht. das sind Geraniumblätter, die du da riechst. Das sind die Geraniumblätter, das dachte ich mir. Ja. Ja, ich glaube schon. Und Nee. Patchouli, das ist so. Es hat so eine gewisse Frische, aber trotzdem noch so eine gewisse Unfrische. Ja, also kaum ein Herren-Schuhmodell ist so weit verbreitet wie Oxford. Vor allem, wenn es Ledrig. um Ledrig. festliche Anlässe geht. Und Frisch, aber ledrig. ja, ein besonders klassisches Schuhmodell, traditionell und vor allem in Schwarz, ist er der perfekte Schuh zum Anzug. Ja? Und wir haben hier Grapefruit, Orange, Pfeffer, Geraniumblätter, Sandelholz, Vetiver, Zedernholz, Vanille und Patchouli mit drin. Sehr, sehr gute Mischung. Also im Prinzip nichts von dem, was ich gesagt habe. Aber du hast was gesagt, also es macht schon Sinn, was du gesagt hast. Es sind zwar nicht die Inhaltsstoffe, aber du hast es gut rübergebracht. Ja, danke dir. Ja, es ist halt Eukalyptus, ich weiß, was er damit verbunden hat. Es hat so auf der einen Seite diesen etwas frischeren Duft gehabt, aber auf der anderen... Ach komm, Ja, wir machen weiter. wir machen weiter, ja. Jetzt geht's in eine etwas andere Richtung und zwar, wir haben auch wieder einen Xerjoff-Duft, der in jedem Fall frischer ist, gehört zu den wirklichen Topsellern. Sehr eleganter Duft, ist nicht ganz so teuer wie der Stone Label und zwar heißt der Uden. Weil die Flasche kleiner ist, oder was? Nee, die Inhaltsstoffe sind andere. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, wird dir der gefallen? Ja. Also den trage ich zum Beispiel im Alltag. Okay. Boah. Also ich finde, der ist extrem frisch. Genau, Uden ist ein reiner, fröhlicher Zitrusduft mit einem Genau, floralen Zitrus. Herzen aus weicher, sinnlicher Ambra. Ich finde es aber einen angenehmen frischen Duft, weil zum Beispiel ich bin zum Beispiel persönlich überhaupt kein Fan von diesem klassischen
frischen Männerduft, dieses... Neroli, so dieses... Die Parfums, die Monte so feiert. Ja. Monte feiert die übel. Weißt du, so diese... Die riechen für mich so nach Aftershave oder sowas in die Richtung. Okay. Weißt du, ich meine, die feiere ich komplett nicht. Ist gar nicht mein Ding. Aber ich finde, der hat eine angenehme Frische, auch wegen diesem Zitrus-Ding. Also, Hinten raus wird der auf jeden Fall noch voluminöser. Am Anfang Ja. haben wir hier drin Zitrone, Grapefruit. Aber als Herznote, das merkt man auch später, weil der jetzt schwerer wird, Rum, Rose und Sandelholz. der ist geil. Der ist wirklich geil. Der gefällt mir gut. Ja? Mhm. Und dann als Basisnote ganz am Ende Vanille, Kaffee, Moschus und Ambra. Warte, ich muss den kurz einwirken lassen. Der zieht auf jeden Fall gut nach, muss man sagen. Ja. Aber was ich dir richtig nass in dem finde, ist dieses Zitrusmäßige. Was hast du gesagt? Zitrone oder Zitrus? Zitrone und Grapefruit. Zitrone Grape, geil. Wirklich. Der ist nice. Der gefällt mir gut. Der ist sehr gut. Wir haben halt alle Düfte, die dir so ansatzweise zugesagt haben, hatten immer eins gemeinsam, also kann ich so schon sagen, und zwar Ambra war mit drin. Ich habe einen Duft mitgebracht, den du auch zu Hause im Bestand hast, das ist Ohira. Muss man sagen, wirklich, das ist schon ein High-End-Produkt von Stefan Humbert Lucas. Wir haben halt hier Sehr, sehr leckerer Duft. ja, natürliches Ambra mit drin, das ist halt, findet man am Strand von einem Wal, wenn er sich übergibt, ne, dann sind das diese Klumpen, die man da so sieht, und das wird dafür verwendet, ist sehr, sehr schwer zu bekommen, und dieser Duft ist halt, also dass du den gewählt hast, wundert mich eigentlich, weil es echt, also der ist schon sehr präsent, ne? Also Ich muss halt dazu sagen, ich persönlich stehe halt extrem auf so sehr intensive Düfte. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Parfum auflege, dann will ich schon, dass man das riecht. Und keine Ahnung, ich finde es einfach nice, mir gefällt es. Und ich bin halt eher so der Fan von tatsächlich so ein etwas, wie nennt man denn so diese Duftrichtung, etwas schwereren Düften. Also der ist maximum schwer. Ich liebe den. Ich muss auch sagen, So jetzt gut. preislich ist er durch diese natürlichen Inhaltsstoffe liegt er über 500 Euro. Aber jeder, der sich den kauft, der wird davon begeistert sein, wenn er denn diese Art von Parfum mag. Als nächstes Parfum haben wir hier Aqua Alps, ja, Oud 3007, wie mein Geburtstag auch, 30.07. Das ist ein Parfum, was, ja, also die Macher haben sich gesagt, wir verwenden halt Alpenquellwasser. Und ja, das haben die halt als DNA. Insgesamt verkaufen wir diesen Duft halt sehr gut. Preislich sind wir hier bei knapp unter 100 Euro. Ist eine sehr spannende Mischung, ungewöhnlich. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob er dir zusagt. Riech mal. Und zwar haben wir hier eine Oud-Mischung mit zitrischen Noten. Ich glaube, das ist eher was für jüngeres Publikum vielleicht, der halt erstes Mal von dem Mainstream so ein bisschen weggeht. Wenn die geheimnisumwogene Faszination des Adlerholzes auf die unberührte Natur der Alpen trifft. Schmutz. Schmutz? Okay. Ja, gut, das muss man auch sagen. Also, wir haben hier drin Bergamotte, Pfeffer, Maiglöckchen, Jasmin, Veilchen, Oud, Patchouli und Eichenmoos. Vielleicht nochmal? Schmutz. Okay. Ja, also, also dir gefällt es halt jetzt nicht, sagen wir mal so. Das Aber hast du richtig verstanden. Ja. Nee, ich finde die super. ja, man muss sagen, ne, diese frischen Noten, da muss man schon drauf stehen, und ich kann, wenn man jetzt dabei ist, dann ist das halt schon noch was anderes. Im Gegensatz zu dem hier, der war bisher der beste. Ja. Und auch im frischen Segment, da riecht die Zitrone. Oh, der riecht jetzt sogar noch besser. Boah, so ein geiles Produkt. Also man muss wirklich sagen, der riecht richtig gut. Ja, ist ein guter Duft. Der riecht Das ist echt ein wirklich guter sehr, Duft, ja. sehr, sehr gut. Ja. Okay, dann habe ich jetzt eine Premiere. Neben Herbert bist du der Einzige, jetzt Tim hat eben mal kurz probiert, der den Prototypen von meinem Parfum riechen darf. Okay. Wir müssen echt dazu sagen, weil das kommt jetzt unglaubwürdig rüber. Ich werde meine offene Meinung sagen dazu. Ja, okay. Ich habe ihn noch nie gerochen und ich werde ihn auch nicht gut reden, nur weil es sein Duft ist. Okay, also die Inspiration, mal sehen, ob du dich daran erinnern kannst. Woher die Inspiration kommt? Ich kenne den Duft, oder was? Who knows? Ich riech's jetzt schon. Welche Story passt dazu? Rosso. Nein. Nein? Überhaupt nicht, nein. Bentley? Stimmt, ja, Mann. Der ist wirklich sehr ledrig. Wie findest du den so? Power, oder? Ist ein Männerparfum. Nicht kommerziell? Ich sag dir ehrlich, ich finde ihn nicht schlecht, Ja.
sag ich mal, wenn du abends essen gehst oder so, Anzug, Sakko, so, das dann, bam. Er riecht auf jeden Fall interessant. Ja, ne? Er riecht nicht scheiße. Ja, okay. Ja. Er ist halt sehr hölzern. Hast du eine Probe davon? Nein, das ist das Einzige, was ich habe. Ich hätte mal gerne getragen. Er ist wirklich sehr, sehr tief in der Materie. Also genauso wie man dich kennt. Also Ja. eigentlich beschreibt der Duft dich relativ gut, weil der ist wirklich so. Normalerweise du riechst so an Parfums und du hast so leicht diese Note von diesem holzig, ledrigem, extrem deepen. Und der ist einfach so genau das. In allen Perspektiven. Ja. Ja. Mega, ey. Ja, und jetzt als allerletztes wird es ein bisschen, sag ich mal, extremer. Wir haben jetzt zum Abschluss hin okay, komm, wir machen noch einen vorher, von Xerchov. Ja, diese Verpackungen sind so geil, Mann. Ja, bevor wir jetzt hier zu dem hier kommen, das ist ein wirkliches Highlight, das ist wirklich extrem, habe ich jetzt ganz neu entdeckt, den hier, und zwar der heißt Vardasina. Ich glaube, den kenne ich schon. Den kennst du? Also ich habe meine rote Samt-Dings von dem gerochen. Also ich Werden kannte wir ihn gleich vorher sehen. nicht. Ist jetzt auch, muss man sagen, nicht mein Lieblingsparfum. Ich glaube, der hat nach Autoreifen gerochen. Nee, Also- nee. Ist ein anderer? Mhm. Okay, dann kenne ich den doch nicht. Also hochwertig ist er in jedem Fall. Hochwertig ist er. Ich gucke mal nach, was da drin ist. Ich finde es immer übel verschickt bei diesen teuren Düften. Normalerweise bei diesen, also normalen Düften jetzt in Anführungszeichen, riechst du so eine Note und du kannst direkt so zuordnen, ja, der riecht danach. Genau. Aber bei diesen Düften ist es so, du riechst im ersten Moment so das und plötzlich riechst du so, was? Ja. Wonach riecht denn das jetzt hier gerade? Ich finde es so verschickt bei diesen Parfums. Dieses spezielle Parfum wurde nach einer geheimen Formel der Lailati geschaffen und enthält zusätzlich einen Hauch von bulgarischer Rose und spanischem Safran. Der samtgehüllte Flakon präsentiert sich in leidenschaftlichem Rot, verziert von einer gravierten goldenen Platte. Das Motto, das Vardasina vorangestellt wurde, stammt vom britischen Autor und Father Brown Schöpfer G.K. Cheston. Um wirklich etwas zu lieben, muss man erkennen, dass es verloren gehen kann. Das habe ich übrigens immer bei meinen Krawatten. Denke ich mir, wenn die Das ist nichts für mich. ist nichts für dich, ne? Wenn die schmutzig werden oder so, man kann sie nicht reinigen. Ich lieb's trotzdem, weißt du? Was soll ich machen? Sehr, 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 sehr gut. Moment. Das ist wirklich. Ich rieche die jetzt nochmal ganz kurz alle nacheinander, weil die sind jetzt ein bisschen eingezogen. Der ist auch nicht schlecht, aber weißt du, was mein Problem an dem ist? Der riecht mir zu ölig. Also wenn du den holen würdest, dann wärst du auf jeden Fall ein King. Ja, weil er das teuerste ist. Der riecht jetzt auch nicht schlecht. Nochmal angenehmer. Vielleicht ändere ich meine Meinung zu dem Schmutzduft nochmal. Oh, der riecht echt Auf gar gut. keinen Fall. Nein, Katastrophe. Das erinnert mich an irgendwas, aber das erinnert mich an irgendwie nichts Gutes so. Weiß nicht. Das ist so. Jeder mag den Duft aktuell, ne? Bist du bereit für ein wirkliches Highlight? Ich bin bereit fürs wirkliche Highlight, ja. Okay. Und zwar haben wir hier ein Oudöl, was, und jeder, der mich kennt und verfolgt, ne, Parfum ist wirklich meine Leidenschaft. Und ich habe in Dubai tolle Quellen auch jetzt, was Oudöle angeht. Da habe ich schon einiges gekauft und auch präsentiert. Wir haben jetzt hier das wirklich teuerste Produkt, was Xerchov so drin hat. Wir haben hier 10 Milliliter und sind über 1000 Euro. Das Das hört ist sich nach einem entspannten Schnäppchen an. ja, das ist ein sehr spezieller Oud-Duft, den wir jetzt einfach mal testen. Und ich freue mich über deine Meinung. Am liebsten würde ich, dass du den mal testest so. Ach nein, komm. Boah, der hat Power, ich sag's dir. Auf der Haut riecht er natürlich, entwickelt er sich nochmal anders. Kombucha Noir heißt das. Liegt bei 1100 Euro und ist halt aus. Das riecht doch Elefantenscheiße. Es hat einen etwas animalischeren Duft, muss man ganz ehrlich sagen. Der wirkt aber über die Zeit.
Ja, der riecht nach Scheiße. A straight woody and bitter sour oud, extracted from the... Möchtest du mal testen? Ungerne. Teste mal. Ungern. Also, ich glaube dir zwar, und ich kenne das ja, dass es sich nochmal ganz anders entfalten kann. Meine Paranoia ist aber jetzt gleich ins Fitnessstudio zu gehen und dann einfach mal dick nach Scheiße zu riechen. Also, Trag du ihn doch auf. ich trage gerne. Ja, mach doch. Ja, ich habe jetzt kein Problem damit. Also. Wenn ich das abwasche, geht es dann raus? Später mal, ja. Es dauert ein bisschen, bis es abgeht. Aber jetzt aber anders. Ist gut, ne? Anders. Jetzt hat deine Hand gerade nach einem Lederhandschuh gerochen. Ja, ist so. Oh, sehr, sehr intensiv. Probier's einfach mal. Probier's einfach mal. Zeig nochmal. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde immer noch nicht, dass es nice riecht. Aber interessant. Du kannst das zum Beispiel auch mischen, sag ich mal, ne? Zeig mal, ja. Ja, so riecht's nicht. Ja, Ist gar kein Duft, ne? Das ist Elefantenscheiß, oder? Okay. das ist schon spannend, ne? Also bei einer Sache müssen wir schon mal, sind wir uns einig, dass egal welchen Duft man hier irgendwie auswählt, man riecht auf jeden Fall einzigartig. Die Sachen findet man sonst eher seltener, ne? Ja. Ja. And today I'm here with the... Du hey, Digga. Nee? Nee? Ja, also sonst, dein Highlight, muss man ganz klar sagen, würde auf Uden fallen, korrekt? Tatsächlich ist das der beste Duft, der am Tisch steht. Ja. Das ist der beste Duft, der am Tisch steht. Ich würde persönlich sagen, Xerjoff hat hier wieder mal gewonnen. Ja, ne? Ja. Das ist einfach ein Parfumhaus, was überzeugt. Schick mir mal eine Dings zu, wenn du eine hast. Ich würde sagen, mein Favorit ist der hier. Ich würde sagen, das ist der unaußergewöhnlichste, Ja. aber der Die wird am meisten gefallen. angenehmste. Ja. Und danach würde ich tatsächlich sagen, Aber mit dem stichst du schon mehr aus der Crowd raus. das stimmt, ja. Also ich würde wahrscheinlich, ich würde mir nochmal überlegen, ob ich einen von den beiden hier nehmen würde, Ja. wenn ich natürlich das Geld dazu hätte. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ich muss sagen, es ist mal was anderes. Ne? Ey, wirklich super. Ja. Sehr, sehr gut. Super lecker. Sehr, sehr lecker, ja. Schaut gerne bei ihm vorbei. Es ist alles unten verlinkt und ich Danke, Marc, mich. für die Einladung, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, mal Real Talk an der Stelle. Ja. Parfums finde ich eine sehr, sehr interessante, nice Sache. Ich beschäftige mich auch gerne selber damit. Jetzt natürlich nicht so mäßig so, ich sag dir den Inhaltsstoff, aber ich kann dir sagen, ob es scheiße oder gut riecht. Und ja. Perfekt, dann bis demnächst. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.